Καλώς ήρθατε στη Thessaloniki. Das war Griechisch. Willkommen in Thessaloniki. Ich zeige euch, was mich mit dieser Stadt verbindet. Zusammen mit Kameramann David geht's nach Griechenland. Hier habe ich fast 10 Jahre gelebt, studiert und gearbeitet. Das ist schon sehr berührend gerade. Was für euch dabei rausspringt? Die besten Locations in und um Thessaloniki. Vom Olymp bis zum Meer. Auf dem Olymp waren sie freundlicher. Die schönsten Spots, die ihr in keinem Touriguide findet. Ehrlicherweise auf jeden Fall die Anreise wert. Jetzt geht's los. Ein Spaziergang an der Promenade ist Pflicht. Kein Ort ist so schön wie hier am Wasser. Wir haben uns Räder geliehen und fahren jetzt am Wasser entlang. Und so können wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in einem Zug abklappern. Wir starten am Hafen und fahren bis zur Philharmonie. Okay, ich erzähle euch jetzt mal was. Es ist das erste Mal, dass ich in Thessaloniki Fahrrad fahre. Es ist nämlich super gefährlich. Der Verkehr hier ist richtig crazy. Und eigentlich kann man auch nur an der Promenade safe Fahrrad fahren. Deswegen passt auf jeden Fall auf, wenn ihr euch ein Rad leiht. Den Touri-Kram machen wir im Schnelldurchlauf. Wir sind schließlich Travel Like a Local. Das hier ist der Platz, benannt nach Aristoteles. Es ist der größte und schönste Platz von Thessaloniki. Und hier gibt es viele schicke Cafés und Bars. Es gibt einige Anbieter, bei denen ihr euch Räder leihen könnt. Die Preise liegen zwischen 7 und 18 Euro pro Tag. Wir haben uns für einen Verleih entschieden, der mehrere Rückgabestationen in der Stadt hat. Next Stop an der Promenade, der Weiße Turm, das Wahrzeichen von Thessaloniki. Gebaut wurde er im 15. Jahrhundert und gehörte ursprünglich zur Stadtmauer. Heute ist er ein Museum. Wir legen einen kurzen Stopp ein, um zu frühstücken. Thessaloniki ist bekannt für ihre Buratsa. Das ist ein gefüllter Blätterteig. Und wir essen jetzt die beste Buratsa der Stadt. Der Laden ist direkt in der Innenstadt und heißt Buratsa Yannis. Γιώργο, το μαγαζί λέγεται Buratsa Yannis. Εσένα σε λένε Γιώργο. Ακριβώς. Τι γίνεται? Το μαγαζί είναι οικογενειακή επιχείρηση. Τα ανοίξαμε πριν 29 χρόνια. Ναι. Γονείς μου, ο αδερφός μου ο Γιάννης, από εκείνη και το όνομα. Και όταν μεγάλωσα καμιά τετραετία πιο μετά, μπήκα και εγώ στην επιχείρησή μας. Η μπουγάτσα είναι χειροποίητη. Είναι φιλοαέρος, ανοίγεται στο χέρι. Λοιπόν, πες μου τι μπουγατσούλες έχεις σήμερα να φάμε. Έχουμε μπουγατσούλα με κρέμα. Ωραία. Με βανίλια. Ναι. Έχει με τυράκι. Okay, Yorgos zählt hier immer weiter Füllungen auf und ich bin maximal überfordert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich jetzt bestellen soll. David, auf was hast du Bock? Was Süßes. Auf was Süßes. Wir haben aber auch die Möglichkeit, halb und halb zu machen. Das mache ich immer ganz gerne. Dann habe ich sowohl herzhaft als auch süß. Buratsa Yannis hat auch nachts geöffnet, weil Buratsa auch ein hervorragendes Katerfrühstück ist. Το σωστό θεσσαλονικιώτικο πρωινό. Also, was man morgens in Thessaloniki frühstückt. Buratsa, Kakao. Das ist die beste Kombi. Wir fangen mit dem Herzhaften an. So lecker und so knusprig. Das einmal durchspülen. Und jetzt probiere ich noch mal mit der Schokocreme. Ja, es ist schon ein bisschen hardcore für so früh am Morgen. So viel Zucker. Aber natürlich schmeckt es. Schmeckt mega. David, komm, du musst essen. Gestärkt zeige ich euch jetzt, wo man in Thessaloniki gut shoppen kann. Und hier gibt es viele kleine Boutiquen. Im Vergleich zu Deutschland sind die Preise hier schon etwas günstiger. Wir sind auf der Mitropoleos, der Proxenu Koromila und den Gassen, die diese beiden Straßen verbinden. Komplizierte Namen, aber dafür sehr schöne Läden. Guck mal, das ist so ein bisschen folkloristisch. Und zwar sieht das ein bisschen aus wie ein Phylachdor. Das ist ein Glücksbringer, den heftet man an die Unterwäsche gegen das böse Auge. Aber das hier, das ist ein Ohrring. Also die haben einen Ohrring draus gemacht. Das ist cool, hä? Vieles wird hier noch in Handarbeit angefertigt. Also euer Go-To, wenn ihr nach originellen Sachen sucht. Wir fahren weiter. Der Teil ab dem Weißen Turm stadtauswärts wurde in den letzten Jahren fertiggestellt und heißt Nea Paralia, also neue Promenade. Hier gibt es Themenparks und Grünanlagen. Die Promenade ist ein beliebter Treffpunkt für die Stadtbewohner.
Hier bei der Statue von Alexander dem Großen treffen sich die Skater. Die Schirme sind ein beliebter Insta-Spot. Diese Skulptur steht seit 1997 an der Promenade. Direkt hier am Wasser ist auch die Philharmonie gebaut. Ein relativ neues Gebäude. Seit 2000 finden hier Konzerte, Aufführungen, aber auch Tagungen und Bildungsangebote statt. Top-Location, um den Tag ausklingen zu lassen, den Sonnenuntergang zu beobachten und wie langsam die Lichter der Stadt angehen. Kalimera. Wir starten unseren Morgen in einem der ältesten Cafés der Stadt, im Astoria. Das ist sehr beliebt bei Studis, aber auch bei älteren Menschen. Allerdings ist jetzt Montagmorgen, das heißt, es ist noch ein bisschen ruhig. Hier gibt es griechischen Mokka-Kaffee, der wird traditionell im Sand gekocht. Das heißt Chovoli. Schauen wir uns an. Natürlich wird darüber gestritten, ob es griechischer, türkischer oder arabischer Kaffee ist. Ich habe auch eine Meinung dazu. Es ist mir völlig egal. Hauptsache doppelt und ohne Zucker. Also den Kaffee muss man möglichst schnell aufgießen, damit die schöne Schaumkrone oben bleibt. Und nicht auf Abstand, sondern ganz nah an der Tasse. Und serviert wird er mit dieser Süßigkeit. Das ist ein Lukumi und es schmeckt nach Rose. Die Stimmung im Astoria ist immer locker und entspannt. Nicht nur bei den älteren Herrschaften. Als Studentin habe ich hier auch oft gechillt. Von hier aus haben wir einen super Blick auf den Galerius-Palast, benannt nach dem römischen Kaiser. Und diese Mauern prägen das Stadtbild von Thessaloniki. In Thessaloniki kann man sich eigentlich nicht verlaufen, weil man hat immer das Meer auf der einen Seite und den Hügel auf der anderen und es schafft Orientierung. Und wenn ihr hier an den Ausgrabungen hochlauft, dann kommt ihr oben am Galeriusbogen an. Dieser Triumphbogen wurde im 4. Jahrhundert zu Ehren von Kaiser Galerius errichtet, nachdem er die Perser besiegt hatte. Die Locals sagen Kamara dazu, was einfach nur Bogen heißt und beliebter Treffpunkt ist. Rendezvous de Kamara. Wo treffen wir uns? An der Kamara. Seit November 24 fährt in Thessaloniki eine Metro. Also wir fahren mit der niegelnagelneuen Metro hier in Thessaloniki. Wir müssen uns erstmal ein Ticket ziehen. So, gibt's auch alles auf Englisch? Ein Kartenleser ist schon da, aber funktioniert zurzeit noch nicht, also müssen wir mit Bargeld zahlen. Also, das Ticket ist 70 Minuten gültig und kostet 60 Cent. Los geht's. Wir fahren hier ganz, ganz weit runter. Es musste nämlich wirklich tief gebaut werden, weil überall antiker Kram war. Den schauen wir uns gleich noch genauer an. Die Bahn fährt von Ost nach West knapp 10 Kilometer durch die Stadt. Nach dem Sommer sollen weitere 5 Haltestellen dazukommen. Das soll den Straßenverkehr dann merklich entlasten. Die Metro ist wesentlich schneller als der Bus, den ich früher genommen habe und fährt vollautomatisch. Das heißt, es gibt keinen Fahrer oder Fahrerin hier. So kann man dann auch mal selbst im Cockpit sitzen. Wir steigen an der Station Venizelos aus, nicht ohne Grund. Diese Metro gleicht einer unendlichen Geschichte. Der Bau hat so lange gedauert, dass es in Thessaloniki schon ein Running Gag war. Den Hauptgrund für diese Verzögerung seht ihr hier. Riesige archäologische Funde haben die Arbeiten ständig zurückgeworfen. 1976 taucht die Metro erstmals im Haushaltsplan der griechischen Regierung auf. Ganze 48 Jahre hat es aber bis zur Einweihung gedauert.
Über uns verläuft die Iernatia. Das ist die größte Straße von Thessaloniki. Und hier, so viele Meter tiefer, wurde exakt die gleiche Straße ausgegraben mit dem gleichen Namen, die Iernatia. Damit hat man nicht gerechnet, dass man hier die ursprüngliche Egnatia aus dem 3. Jahrhundert vor Christus findet. Über 130.000 Fundstücke wurden hier ausgegraben. Und es gab ein Riesen hin und her zwischen Politik, Wirtschaft und Archäologen, ob man sie bewegen darf oder nicht. Am Ende hat man sie gelagert, fertig gebaut und wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz gebracht. Und wenn wir schon mal hier sind, muss ich einen kurzen Abstecher machen. David, weißt du, was lustig ist? Ich habe hier gewohnt. Soll ich dir mal zeigen, wo meine Wohnung war? Ja, komm, schau mal. Genau da oben im 4. Stock habe ich gewohnt. Mit 18 bin ich nach Thessaloniki gezogen und habe hier fast 10 Jahre gelebt. Es ist so lange her, aber so hier in der Nachbarschaft fühlt sich das immer noch so total homey an. Und ich habe hier auch sehr lange gewohnt und habe mich sehr wohl gefühlt hier, weil es ist super zentral. Aber weil hier rundherum nur Fußgängerzonen sind, ist es mega ruhig. Es war total schön hier. Und auf der anderen Seite ist direkt eine Kirche. 2 Kirchen sogar. Wir haben eine große auf der einen Seite und eine kleinere auf der anderen. Das heißt, ja, davon wurde ich geweckt. Aber ansonsten war es ruhig. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Ich sehe eine Frau, die mir sehr bekannt vorkommt. Und tatsächlich ist es meine alte Nachbarin. Puh, das war jetzt richtig krass. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich meine alte Nachbarin wieder treffe. Die hat nebenan gewohnt und die war immer so mega lieb und hat auch irgendwie gerade noch erzählt, dass also mein Bruder und ich habe jetzt zusammen mit meinem Bruder gewohnt, dass wir auch immer irgendwie, dass er ihr auch immer geholfen hat, wenn sie was gebraucht hat, wenn sie irgendwas tragen musste oder so. Und hat sich super gefreut, hat mir irgendwie erzählt, wie es ihr geht mittlerweile und dass ihr Mann leider nicht mehr lebt. Ja, das ist schon sehr berührend gerade. Es geht mir gerade wirklich sehr nah. 13 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Richtig gefilmt werden wollte sie nicht oder etwas in die Kamera sagen. Das war ja dann doch zu überraschend. So, jetzt einmal durchatmen und dann geht's weiter. Zum Kapani-Markt, zu Mitso. Der macht meiner Meinung nach das beste Essen der Stadt. Anfangs standen hier gerade mal 3 Tische. Heute hat er sich vergrößert und sogar Starkoch Jamie Oliver hat schon hier mit ihm gekocht. Sein Anspruch ist, dass es bei ihm wie bei Oma im Dorf schmecken soll. Deshalb kocht er nur mit Holz. Και πλέον το επόμενο βήμα μετά από εδώ θεωρώ ότι είναι στο γρήγορο φαγητό. Θεωρώ ότι εκεί ποιοτικά υπερτερεί πάρα πολύ η Ελλάδα. Δηλαδή αναπαράγει ένα μοτίβο γρήγορο φαγητού ίδιο. Τώρα άμα πάμε μέσα και δείτε, έχω κάνει το πρώτο μου δοκιμαστικό για το καινούριο μαγαζί που θέλω να κάνω. Τους έλεγα, πήγατε σχολείο, όχι. Ich bin gerade richtig geflasht, weil das habe ich hier nicht erwartet. Das, was wir hier sehen, ist ein Testdrive quasi. Und zwar wird das der nächste Step für Mitso. Er hat jetzt hier selbst einen Gyros-Stand gebaut. Der Unterschied wird sein, dass dieser kleine Gyros-Spieß auf Holz gegrillt wird. So, und wenn du da einmal rumschwenkst, David, dann kannst du den sehen. Das ist der Testgyros. David probiert das für uns, weil ich kein Fleisch esse. It's great. Ist es der beste Gyros, den du je gegessen hast? Sag die Wahrheit. Großartig. Super zart. Der alte Restauranttester. Wahnsinnig zart, schmeckt wirklich großartig. Ich glaube, für alle Gyros-Fans ehrlicherweise auf jeden Fall die Anreise wert. Δεν θα ξεχάσω μια μέρα που είχε έρθει μια πελάτησα τέλος πάντων, καθότανε, έτρωγε και μου λέει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, μου λέει, παίρνω την πρώτη μπουκιά με το κεφτέ, κάνω έτσι, λέω, κάπου θα δω τη γιαγιά μου, κάπου θα δω τη μάνα μου, ναι. Και μου ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, έτσι όπως μου το είπε, γιατί άγγιξε αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω ουσιαστικά. Und dann kommt unsere Bestellung. Ihr habt doch nicht geglaubt, dass wir hier nur mit 2 Happen Gyros rausgehen. Also, ich habe jetzt gar nichts bestellt. Das hat Mitsos alles bestellt. Wow, oh mein Gott, ist das geil. Das ist
Süßkartoffeln mit Tarama. Tarama ist so eine Fischeicreme. Und diese Kombination aus der Süße und dem Salzigen ist der Hammer. Und das hier ist Gyros aus Pilzen. Das hat Mitsu extra für mich bestellt, weil ich kein Fleisch esse. Max. Hallo. Wahnsinnig gut. Das ist absurd. Wir nutzen heute den Tag, um die schöne Altstadt zu erkunden. Die sieht komplett anders aus als der Rest von Thessaloniki. Hoch oben in der Anopoli, wie die Altstadt heißt, hat man die beste Aussicht auf die gesamte Stadt, den Hafen und die Schiffe. Wenn man hier durch die gepflasterten engen Straßen läuft, fühlt es sich an, als wäre man irgendwo auf dem Land und bestimmt nicht in der zweitgrößten Stadt Griechenlands. In diesen Gassen kann man sich super gut verlaufen, werden wir aber nicht, denn wir sind mit Yorgos verabredet. Yorgos Koftis ist Künstler und lebt quasi schon sein ganzes Leben hier in der Anopoli. Ich hatte Zeichenunterricht bei ihm, als ich in Thessaloniki gelebt habe. Seine Gemälde werden international ausgestellt. Zuletzt in Düsseldorf als Gastkünstler des Kulturamts. Trotzdem lebt er weiterhin in Thessaloniki. Η Θεσσαλονίκη έχει συναρπαστική ιστορία, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον στην πόλη. Πέρα από τα ηλιοβασιλέματα που είναι όμορφα και τα βυζαντινά μνημεία τα οποία είναι μοναδικά, προσωπικά μου αρέσει αυτή η ρευστή της ταυτότητα, αυτό το ιστορικό το κομμάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Το ότι έχει περάσει διάφορες ναι, άπειρες, ας πούμε. Ναι. Πολύ διαφορετικές. Έχει βαριά ιστορία, έχει έτσι, δύσκολη ιστορία, ας πούμε. Αλλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα, ας πούμε, σαν πόλη. Την ξεχωρίζει την υπόλοιπη Ελλάδα πάρα πολύ. Seit der Gründung ungefähr 315 vor Christus waren schon alle möglichen Völker in Thessaloniki. Die Stadt war anfangs Teil des Makedonischen Reichs, später des Römischen, Byzantinischen und Osmanischen. Auch die jüdische Bevölkerung hat Thessaloniki stark geprägt. Und lange Zeit haben viele ethnische und religiöse Gruppen friedlich miteinander gelebt. Wir laufen weiter. Yorgos hat versprochen, uns ein paar seiner Lieblingsecken in der Altstadt zu zeigen. Als erstes geht es zu einem seiner Kunstwerke. Σήμερα, επειδή μου έκανα ζωγραφική σε σημεία της πόλης που να έχουν αναφορά σε ιστορικά πρόσωπα και στην ιστορία της πόλης. Αυτό υποτίθεται είναι ένα κορίτσι το οποίο παραπέμπει στην Άννα Παλαιολογίνα, ρε παιδί μου, που ήταν μια αυτοκράτηρα, η οποία είχε χρησιμοποιήσει τη Θεσσαλονίκη ως βάση για κάποια χρόνια, το 1380, και η οποία ήταν αυτή η οποία άνοιξε αυτές τις δύο πύλες πάνω στα κάστρα. Με δική της έτσι παρέμβαση. Και υπάρχουν και κάτι μύθοι ρομαντικοί ότι τάχα το έκανε για να επισκέφτεται τον εραστή της και κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, έτσι μύθοι. Οπότε έβαλε αυτό το κορίτσι που γράφει ένα γράμμα στον εραστή, ας πούμε. Die 4 Kilometer lange Mauer ist ursprünglich schon im 3. Jahrhundert vor Christus entstanden. Über die Jahrhunderte hinweg wurde sie immer wieder restauriert und erweitert. Zwischenzeitlich war sie doppelt so lang wie heute und ging bis runter ans Meer. Der beeindruckendste Part ist die Festung Eptabirion, die während der osmanischen Herrschaft als Gefängnis genutzt wurde. Bei leckerem Essen quatschen wir noch ein bisschen mit Yorgos und lassen den Tag an der Burgmauer ausklingen. Hier genießen wir die ruhige Abendstimmung und freuen uns auf morgen, unseren letzten Tag in Thessaloniki, bevor es raus in die Berge zum Olymp geht. Kalimera, einen wunderschönen guten Morgen hier vom Campus der Aristoteles-Universität, der größten Uni Griechenlands, an der ich auch studiert habe. Und außer Journalismus gibt es hier noch 40 weitere Fakultäten. In Thessaloniki studieren um die 90.000 Menschen. Das gibt der Stadt unglaublich viel Leben und eine tolle Energie. Das hier ist die Fakultät für Philosophie. Archäologie und Geschichte werden ebenfalls hier gelehrt. Und was richtig nice ist für die Studis, der Campus drumherum, der ist richtig schön grün. Auch die lokale Wirtschaft profitiert stark von den vielen Studierenden. Die wissen nämlich, wie es sich gut leben lässt. Wir sind im Tabia, ein Café. In diesem Altbau mit Innenhof kommen gerne Studis zusammen, um bei einem Freddo Cappuccino zu lernen. Am Nachbartisch sitzen die Studentinnen Eleni und Savina. Ich setze mich zu ihnen.
Sie studieren Pädagogik im letzten Semester. In Griechenland soll man damit als Grundschullehrkraft arbeiten können. Trotzdem sieht Eleni Schwierigkeiten, den Job wirklich auszuüben. Δεν υπάρχει ένας τρόπος για να πεις, να κάνεις αυτό που θες, ρε παιδί μου, αυτό που αγαπάς. Ψάχνω αρκετά. Το καλό αυτό που με καθησυχάζει είναι ότι είμαι μικρή ακόμα. Έχω ακόμα να κάνω. Όχι και κάτι άλλο, να αναπτύξω αυτό που, όπως με το μεταπτυχιακό, με κάτι άλλο παρακλάδια. Αλλά ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό, θέλω σαν τρελή. Savinas Schwester lebt in Deutschland, was auch eine Option für sie ist, erzählt sie. Θεωρείς ότι έχεις καλύτερες επιλογές στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα? Ναι, γιατί πιστεύω ότι το πολύ πολύ να ξοδέψω 2 χρόνια στη Γερμανία απλά για να αναγνωρίσω το πτυχίο μου και μετά θα διοριστώ κατευθείαν και θα έχω ένα σταθερό εισόδημα. Ενώ εδώ πέρα θα βγω αναπληρώτρια, ποιος ξέρει μετά από πόσο καιρό, και θα δουλεύω το καλοκαίρι θα είμαι άνεργη. In Griechenland ist der Arbeitsmarkt nach wie vor angeschlagen. Viele junge Menschen zieht es deshalb immer noch ins Ausland. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch von Ihnen wissen, was Sie gerne in Thessaloniki unternehmen. Σινεμά. Σε ποιο σινεμά πηγαίνετε εσείς? Θερινό. οκ. Σε θερινό σινεμά, το Ναταλή. Und genau dahin wollen wir jetzt. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι εκεί κοντά στην παραλία και αυτό. Τι σας αρέσει εκεί? Η φύση. Ξεφεύγεις λίγο Και, και ναι. αυτό ηρεμείς. Ναι. Και βλέπεις και έχεις τα δέντρα δίπλα, τον ουρανό με τα αστέρια από πάνω και απλά βλέπεις και χάνεσαι. Κάτι. Ναι, είναι... Γεια σας. Ich bin riesen Filmfan und Open-Air-Kinos gehören für mich im Sommer einfach dazu. Ich zeige euch jetzt mein Lieblings-Open-Air-Kino in Thessaloniki. Kommt mit. Das Nathalie ist eins der ältesten Kinos der Stadt. Im Sommer 1970 lief hier der erste Film über die Leinwand. Heute Abend schauen wir den aktuellen Mission Impossible mit Tom Cruise. Und bevor ihr jetzt sagt, ich verstehe doch gar kein Griechisch, in Griechenland werden alle Filme immer in Originalsprache gezeigt. Also in unserem Fall auf Englisch. Seht ihr die Gebäude hier rundherum? Früher habe ich immer geschaut, ob vielleicht eine Wohnung frei wird, um Kino auf dem Balkon zu haben. Wie geil ist das bitte? Leider habe ich nie was gefunden. Außer der klassischen Snacks kann man sich hier auch Hotdogs bestellen. Aber wir bleiben bei Popcorn und Nachos. Käse, Cheddar, ja. Mitten im Grün sitzen wir hier auf Regiestühlen und genießen gleich unseren Film. Ich könnte nicht glücklicher sein. Das hat sich jetzt noch ganz schön gefüllt. Und jetzt geht's los. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns von der Stadt. Wir fahren zur Residenz der Götter, hoch hinaus zum Olymp. Nur 1 Stunde 40 von Thessaloniki entfernt. Ich fahre übrigens hier gerade noch ohne Navi. Bist du denn schon zum Olymp gefahren, dass du so auswendig da einfach mitfahren kannst? Ich bin früher als Kind sind wir oft dahin gefahren, weil wir Verwandte haben. Was ich hier noch nicht weiß, die Verwandten werde ich heute sogar noch wiedersehen. Aber tatsächlich ist es auch so, dass du in Griechenland dich ziemlich gut zurechtfindest. Es gibt eine große Autobahn und die fährt man nach Süden oder nach Norden und man weiß ja ungefähr die Richtung, wohin man möchte. Was habt ihr denn auf dem Olymp mal gemacht? Wart ihr wandern, Skifahren oder was macht man da so? Ich sag ja, was man macht. Wenn man als Migra-Kind von Deutschland nach Griechenland kommt, dann besucht man Verwandte. Das ist das Einzige, was man macht. Ansonsten verbringt man ganz viel Zeit mit Cousins und Cousinen und chillt dann im Dorf und isst ganz viel Eis und ja, solche Sachen. Jetzt geht's den Berg rauf und wir fahren hier nur Serpentinen lang. Ja, ist schön, die Aussicht ist schön, aber so ein bisschen anstrengend.
Noch 24 Kilometer geht's hoch. Noch 24? Ja, laut Navi 24 Kilometer hoch. Okay, dann fahre ich mal ein bisschen. Aber ich bin froh, dass ich fahre, weil als Nichtfahrerin wäre mir jetzt kotzeschlecht. Safe. David, dir geht's gut? Mir geht's super. Okay. Bin ich beruhigt. Auf dem Weg zum Olymp treffen wir diese kleine Halbgöttin. Die ist uns jetzt gefolgt. David, sollen wir sie mitnehmen? Ja, bitte. Oh, nehmen wir dich mit. Ja, willst du mit? Ja, ach, Schatzi. Oh. Süße. Dann habe ich ihr erzählt, dass ich in der Stadt lebe, und sie ist gegangen. Unser Ziel ist heute die Olympus Lodge im Dorf Sikaminea. Dort werden verschiedene Aktivitäten wie Reiten oder Klettern angeboten. Der Ort ist ein Refugium für gestresste Stadtmenschen, die Zeit in der Natur und mit Tieren verbringen wollen. Oh, ich bin im Himmel. Die sind so süß. Ja, ihr seid so süß. Oh mein Gott. Das sind 7 Welpen. Oh, 6 Jungs und ein Mädchen. Und die sind gerade mal 2 Monate alt. Oh, die sind so niedlich. Ja. Oh mein Gott, bitte guck dir das an. Schau mal, was der mit deinem Schnürsenkel macht. Petros und Andonis betreiben die Olympus Lodge seit 7 Jahren. Die Aktivitäten, die man hier als Gast machen kann, erscheinen endlos. Σοβαρό συνδυασμό. Το καλοκαίρι κάνουμε αναρρίχηση. Έχουμε τα κανό που πηγαίνουμε σε κάτι ποτάμια κάτω στα τέμπη και τα ρίχνουμε εκεί πέρα. Τέλεια. Με την υπασία κάνουμε πολλά πράγματα. Σπηλολογία κάνουμε. Αλλά όλα είναι αναλόγως στον καιρό και αναλόγως στον γκρουπ που έρχεται, η παρέα, ας το πούμε. Δηλαδή έρχεται μια παρέα κάθε χρόνο που κάνουν longboard. Ήταν άλλη παρέα που έρχεται για ποδήλατα. Μετά είναι άλλη παρέα που έρχεται για motocross. Ich möchte wissen, mit welcher Erwartung die Menschen hier zu ihnen kommen. Να κάνει επαφή με τη φύση, σίγουρα. Να φάει, να πιει, βλέποντας το πράσινο. Να κάνει πασία. Ξέρεις, να νιώσει την ελευθερία αυτή που δεν την έχεις όταν είσαι κλεισμένος σε τουβάρια ή έχεις κοντά σου πολύ καυσαέριο. Die Jungs lieben Pferde. Reiten ist Sportart Nummer 1 bei ihnen. Ich setze aus, weil ich eine Allergie habe. Schaue aber beeindruckt zu, wie sie über den Berg galoppieren. Κορίτσια, πώς ήτανε? Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ενθουσιαστήκατε. Hier in diesem Haus in den Felsen zieht sich übrigens Petros zurück, wenn er seine Ruhe haben will. Aber ruhig wird es heute nicht. Wir gehen klettern und ich bin sehr aufgeregt, um es mal milde auszudrücken. Hier werden wir hochklettern, also hier rechts irgendwo. Petros macht jetzt erstmal den ersten Aufgang, macht da irgendwie das fest und sicher, was er machen muss. Ich habe keine Ahnung, ich mache das zum ersten Mal. Und dann klettern wir hinterher. David, hast du das schon mal gemacht? Nee. Nö? Ja gut. Dann sind wir ja schon 2. Während Petros sich bereit macht, erklärt Andonis mir den Ablauf. Dann geht's los und ich beobachte ganz genau, wie Petros, barfuß wohlgemerkt, hochklettert und sichert. Und dann filmt er uns auch noch gleichzeitig. Du hast keine Höhenangst, oder? Das habe ich nie gesagt. Das Klettern kostet 100 € und das bucht ihr am besten direkt mit der Unterkunft zusammen. Vor allem an den Wochenenden ist hier viel los. Okay, ich glaube, ich muss jetzt los. Oh, ist das anstrengend. Πέτρο, πού να φτάσουμε με το πόδι μου εκεί πάνω. Andonis und Petros helfen mir mit Anweisungen. Πιο πάνω είναι λίγο, 10 πόντους πιο πάνω, λίγο ακόμα, εκεί είσαι. Πάτα καλά και βάλε και δεξί πόδι εκεί πάνω. Μπράβο.
Okay, die Lunches im Gym haben was gebracht. Oh, die Aussicht ist aber auch ganz schön hier. Das Lustige ist, ich habe gerade gar keine Höhenangst. Also ich denke die ganze Zeit nur ans Klettern und gar nicht daran, dass ich hier so hoch bin, weil ich mich durch das Seil sehr safe fühle einfach. Hätte ich nicht gedacht. Wer ist das da? Ich bin angekommen. Oh mein Gott, ich habe das mal gemerkt. Aber ich möchte jetzt erst einmal mich feiern, dass ich es hier hochgeschafft habe. Yeah! Und jetzt muss ich nur noch wieder runterkommen. Adonis, έτοιμος? Χέρια. Ανοιξέτα. Ανοιξέτα. Okay. Oh my God. Okay. Με εκεί μέσα να κάνεις καλαματάκι. Είσαι πίσω. Μπρόξον. Έτσι. Άλλη μία. Oh my God. Okay. Το βρίσκεις. Τώρα με πιο δυνατά. So, das war's. Bin ich da? Okay. Πάρα πολύ καλή, αλήθεια σου. Oh mein Gott, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Wow. Ich hab's geschafft. Es ist krass. Ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Du bist da oben drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so frei fühlen würde. Und dass ich mich so sicher fühlen würde. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist richtig, richtig anspruchsvoll, einfach zu vertrauen und loszulassen. Und ich meine, Antonio und ich, wir kennen uns seit 2 Stunden. Aber ich habe einfach darauf vertraut, dass er alles richtig macht. Das hat er natürlich auch gemacht. Und dann, ja, dann lässt du los. Loslassen, Leute. Bringt viel. Wir sind jetzt von der Lodge ungefähr eine Dreiviertelstunde gefahren bis zu dem Punkt, wo wir geklettert sind. Und durch Zufall sind wir durch das Dorf gefahren, wo meine Tante lebt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das hier so in der Nähe ist. Und jetzt fahren wir ja wieder zurück und wir machen jetzt einen Stopp und überraschen sie einfach. Ich habe sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ich freue mich. Τι κάνετε? Hello. Das ist David, das ist meine Tante Dula. Nice to meet you, I'm David. Hello. Und die sprechen Deutsch. Freut mich, Sie kennenzulernen, euch kennenzulernen. Erstmal gibt es natürlich was zu essen und dann werden direkt meine Eltern in Deutschland angerufen. Und das ist wirklich ein ganz toller Abschluss für unseren Tag heute auf dem Olymp. Wir verlassen den größten Berg Griechenlands, genauso wie auf dem Hinweg mit Haltestellen bei allen Hundis. Es geht weiter ans Meer, nach Halkidiki. Das ist die Halbinsel östlich von Thessaloniki, bekannt für ihre 3 Finger und als Ferienort für viele Stadtbewohner. Wir steuern den ersten der 3 Finger der Halbinsel an, Kassandra. Der gilt als trubeliger als der zweite, aber nicht, wenn man sich auskennt. So, jetzt sind wir vom Olymp bis nach Halkidiki gefahren. Es war eine lange Strecke, 3 Stunden sind wir den Berg runter und an der Küste jetzt entlang. Und jetzt sind wir auch an unserem Zielort angekommen, nämlich in Afitos. Und jetzt geht's ans Meer. Ich freue mich so. David, bist du bereit zu schwimmen? Oh ja. Ja, dann. Als Griechin bin ich ziemlich verwöhnt, was das Meer betrifft. Deshalb kann es auch nicht irgendeine Farbe haben, sondern es muss türkis sein. Und Afitos bekommt von mir für seine Strände 10 von 10 Punkten. Ich meine, schaut euch das an, es ist wie ein Pool.
An manchen Stellen im Wasser kann es ein bisschen steinig sein, also packt euch vorsichtshalber mal Schwimmschuhe ein. Das Schöne in Chalkidiki ist, dass es hier so grün ist. Das ist nicht überall in Griechenland so. Und hier geht die Vegetation wirklich runter bis zum Wasser. Wir wollten ja ursprünglich zusammen rein, aber jetzt ist es so kalt, weil diese Wolken aufgezogen sind. Vielleicht regnet es auch gleich, also so ganz geheuer ist mir das nicht. Aber David spürt nichts, ne? Guck mal. Da, David ist glücklich. David ist aber auch schnell wieder raus. Und wir gehen ins Dorf. Afitos ist eins vieler Dörfer hier auf Kassandra. Afitos ist ein richtig süßes Dorf und das liegt auch daran, dass hier auf die Bauweise geachtet wird. Das heißt, ihr seht hier unter anderem viele schöne traditionelle Steinhäuser. Und abends hier mal so durch die Gassen schlendern, das macht richtig viel Spaß. Auf dem Olymp waren sie freundlicher. Nö, der will nicht. Im Dorf findet ihr jede Menge Restaurants, Cafés und kleine Läden mit Souvenirs und Schnickschnack. Ich habe mir noch ein Armband gekauft, weil ich ja nicht genug hatte. Und ich habe auch eins für dich, David. Das ist gegen das böse. Ja, das ist gegen das böse Auge. Dankeschön. So, als Mitbringsel. So, jetzt hol ich einmal deinen Arm. Ja. Das Armband wollte unsere Kamera einfach nicht scharf stellen. Sorry. Warte. Guck mal, dann hast du eine Erinnerung an Afitos. Ich hatte gerade tatsächlich überlegt, mir selber zu kaufen. Echt? Ja. Das hier? Ja. Wenn dir ein anderes besser gefällt, können wir es Nein, tauschen. das hier. Wirklich das Ja, hier? Ja. Oh. Für unser Abendessen haben wir uns das Restaurant Okeanidis ausgesucht. Frischer Fisch, ein Glas Tsipouro und der Blick aufs Meer. Besser geht's eigentlich nicht. Der erste Tag in Chalkidiki ist super schnell verflogen, aber ich freue mich riesig auf morgen. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Wir machen heute eine Bootstour und fahren die Küste von Kassandra entlang. Kommt mit, jetzt geht's zu den schönsten Buchten. Los geht's im Hafen von Nea Phokye. Wir sind mit einer Gruppe unterwegs. Die 10 Leute kommen aus der ganzen Welt. Sven ist unser Kapitän. Er kommt ursprünglich aus Bonn, lebt aber schon seit über 20 Jahren in Griechenland. Krass. Für uns sieht es ja aus, als hättest du den besten Job der Welt. Ne? Du bist den ganzen Tag auf dem Meer, du bist in der Sonne, du hast irgendwie mit Leuten zu tun und erzählst und so. Ist das so? Tatsächlich ist das so, aber das ist die halbe Wahrheit. Weil was keiner sieht, ist das dahinter. Wenn du um 7 Uhr morgens 300 Liter Benzin schleppst, das sieht keiner. Wenn du das Boot noch am Putzen bist, wenn es in der Nacht noch geregnet hat und wir einen Sahara-Staub oder wenn die Angestellten nicht kommen, weil sie keine Lust haben. Das ist das, was uns wirklich stresst. Der Rest, es ist so. Wir sind mit den Leuten unterwegs, die Leute sind alle glücklich. Wir haben so eine kleine rosa Brille auf. Warum? Ja, der Hans kommt aus Deutschland zum Urlaub und der ist jetzt 2 Wochen, der ist glücklich. Der muss nicht arbeiten, wir haben Sonne, wir haben das Meer und dann ist er einfach besser gelaunt. Bei euch in Deutschland ist der Hans halt ein bisschen nicht so gut gelaunt. Nein, die war super nett. Ob Sven Deutschland wohl trotzdem vermisst? Nein, eigentlich vermisse ich Deutschland nicht. Aber ich bin nicht derjenige, der sagt, Deutschland ist nicht toll und Deutschland dies. Nein, nein, nein. Ein ganz tolles Land. Ich komme öfters meine Mutter besuchen, die auch in Bonn lebt. Aber da leben könnte ich jetzt nicht mehr, weil Kako Ematha heißt das auf Griechisch. Sven meint, dass das Leben am Meer ihn wohl ein bisschen verdorben hat. Ja, wenn du 6 Monate auf dem Meer bist, mit Sonne, mit Leuten und auf, ja, nee, das kannst du nicht missen. Das verstehe ich gut. Ich vermisse das Meer und die Sonne Griechenlands auch ständig. Das ist das Leid. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt zwischen Nea Phokye und Afitos. Das ist ein ganz toller Strand, so eine Art Lagune. Da fahren wir hin, da gehen wir schwimmen. Ja, da kommt man auch nur mit dem Boot hin? Da kommt man nur mit dem Boot hin. Geil. Und ihr könnt hier rausschwimmen, 20 Meter, könnt ihr stehen. Ach. Ja, auch du. Entschuldigung. Okay, gut. Dann testen wir das gleich mal. Ja. Oh, wow.
Und jetzt erzähle ich euch, dass das Meer in Griechenland Ende Mai überhaupt nicht kalt ist. Total schön, fühle mich richtig wohl. Guck mal, die Finger sind auch nicht blau. Nein, es ist schon kalt, aber es ist okay. Die erste Minute. Dann geht's. So. Boah, und jetzt habe ich richtig Bock zu schnorcheln. Sven, wir brauchen Tauchermasken. Ja. Und dann versuche ich mich noch im Stand-up-Paddling. Für diese Tour, die ungefähr 6,5 Stunden geht, berechnet Sven 69 € pro Person. Getränke und ein kleiner Snack sind auch mit drin. Mit mir an Bord ist auch Steven aus Manchester. I love it. It's absolute relaxation and tranquility, isn't it? On the water. Floating on the water. Yes, so beautiful. The sun is in the sky, leaping in, swimming with the fishes. It's beautiful. I think I am a water person. Our holidays in the UK were always coastal, and I've always swum in the sea, and I feel at peace. I feel at peace next to water. Steve ist schon seit ein paar Tagen in Chalkidiki unterwegs und möchte noch mehr sehen. I don't drive, so I'm using the bus network, which is fine, which is sort of connecting me to most places. So I will continue to explore, probably mainly coastal. I walked from near Kotaida to near Mundanya yesterday, which took... You walked? I walked. Oh, wow. Yeah, and you That's a big distance. It took me about 3.5 hours. Yes. But there's this beautiful bit of marshland full of flamingos that I just sort of stumbled across. I could hear them first because they were screechy. So I'll do lots of exploring. Wenn man also mehr Zeit hat als wir, kann man hier auf Chalkidiki noch viel mehr erleben. So, das war jetzt wirklich eine Punktlandung. Wir sind, gerade als wir in den Hafen reingefahren sind, hat es angefangen zu regnen. Aber bis dahin war das Wetter super. Wir hatten einen richtig schönen Tag. Die Sonne hat die ganze Zeit geschienen. Wir sind geschwommen, haben Stand-Up-Paddling gemacht. Und jetzt geht's ins Trockene. Aber nicht lange. Wir wollen noch mal mit Sven raus, um den Sonnenuntergang zu sehen. Das ist ein Highlight nur für uns, könnt ihr euch aber auch buchen. Entweder privat oder in der Gruppe. Das Tolle, ich darf sogar fahren. Und so langsam geht unser Trip zu Ende. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als unsere Reise hier auf dem Wasser ausklingen zu lassen. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass es jetzt vorbei ist. Aber wir hatten so viel Spaß. Wir hatten Action, wir hatten urbane Vibes in Thessaloniki, wir haben sensationell gegessen. Und mich hat auch diese Reise ein bisschen überrascht, weil es eine ganz andere Erfahrung war für mich. Obwohl ich so oft an diesen Orten war, habe ich sie diesmal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Es macht schon einen Unterschied, ob man als Local oder als Tourist reist. Und ich hoffe, dass ich euch einen echten Einblick in mein Griechenland geben konnte. Unsere Reise gibt's auch zum Hören in der ARD Audiothek, im Podcast zwischen Hamburg und Haiti.